Hast du dich schon einmal gefragt, warum wir uns manchmal mitten im Lärm der Welt unverstanden fühlen, aber in der Stille plötzlich eine tiefe Wahrheit hören? In dieser Woche fordert uns das Universum auf, genau hinzuhören. Wir erleben eine Zeit der Gegensätze. Venus taucht in die tiefen Gewässer der Fische ein und sehnt sich nach Verschmelzung, während Lilith unseren Verstand und unsere Beziehung rebellisch hinterfragt. Und als wäre das nicht genug, wechselt Saturn, der Hüter der Zeit, in den Widder und verlangt nach einer ganz neuen Art von Disziplin. Es ist eine Woche für schicksalshafte Begegnungen und der kompromisslosen Liebe. Bleib dran, denn ich zeige dir, wie du diese intensiven Wellen reiten kannst, ohne dich darin zu verlieren. Willkommen zu einem neuen Astro-Oracle-Reading als Seelenkompass für die kommende Woche. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion. Wenn wir auf die Woche vom 9.2. bis zum 15.2.2026 blicken, spüren wir eine faszinierende Mischung aus hoher Sensibilität und karmischer Bestimmung. Die allgemeine Energie verschiebt sich spürbar. Mit Venus in den Fischen wird unsere Empfindung weich und durchlässig. Wir sehnen uns nach der großen Liebe und spiritueller Anbindung. Doch Lilith funkt dazwischen, sowohl im Denken als auch im Fühlen. Sie deckt auf, wo wir uns angepasst haben und wo wir Worte wählen, die nicht unsere eigenen sind. Zusätzlich erleben wir einen monumentalen Wechsel. Saturn tritt in den Widder ein. Das ist der Startschuss für eine neue Zeit, in der Verantwortung nicht mehr Last, sondern Tatkraft bedeutet. Wir werden aufgefordert, unsere Träume, Venus in Fische, mit disziplinierter Handlung, Saturn in Widder, in die Realität zu holen. Unterstützt wird das Ganze durch Tor 30 im Human Design, das uns lehrt, die Intensität der Gefühle zu surfen, ohne an ihnen zu kleben. Denk immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenzial auf. Du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit den Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese Energien spürst, hängt auch immer von deinem ganz persönlichen Geburtshoroskop ab. Der Montag, der 9.2.2026, beginnt mit einem Halbmond im Skorpion um 13:43 Uhr. Das ist ein energetischer Check-in. Wir befinden uns in der Mitte des Mondzyklus und können emotional sehr genau spüren, was noch stimmig ist und was nicht. Die Skorpionenergie lässt keine Oberflächlichkeit zu. Es ist ein guter Moment, um emotionalen Ballast abzuwerfen, bevor die Woche Fahrt aufnimmt. Am Dienstag, den 10.2., wird es kommunikativ herausfordernd. Um 7:54 Uhr bildet Lilith ein Quadrat zu Merkur. Das kann sich so anfühlen, als würdest du eine völlig andere Sprache sprechen als dein Umfeld. Vielleicht kommen alte Erinnerungen hoch, in denen du dich früher schon einmal unverstanden gefühlt hast oder dich anpassen musstest. Lilith fordert dich auf, deine intuitive, bildhafte Wahrnehmung wieder ernst zu nehmen. Gleichzeitig dürfen wir aufatmen. Venus wechselt um 11:18 Uhr in die Fische. Nach der kühlen Luftenergie dürfen unsere Empfindungen jetzt wieder mehr ausgelebt werden. Es ist eine Zeit der Empathie, der Kunst und der sanften Ganzwerdung. Der Mond wechselt am Vormittag in den Schützen, was uns nach der Schwere des Morgens wieder optimistischer in die Zukunft blicken lässt. Der Mittwoch, der 11.2., ist ein Portaltag. Man sagt, die Schleier zur geistigen Welt sind jetzt dünner. Nutze diesen Tag für Meditation oder kreative Arbeit, da die Schwingung erhöht ist und deine Sensibilität als Superkraft genutzt werden kann. Der Donnerstag, der 12.2., ist vollgepackt mit wichtigen Aspekten. In der Nacht um 2:46 Uhr bildet Chiron ein Sextil zur Sonne. Das ist ein wunderbarer Aspekt für das eigene Strahlen. Deine bloße Präsenz kann heute auf andere inspirierend und wohltuend wirken. Am Morgen um 7:50 Uhr folgt ein harmonisches Sextil zwischen Sonne und Mond. Das bringt Balance zwischen deinem Willen und deinen Gefühlen. Ein guter Moment für klärende Gespräche in der Familie oder Freundeskreis. Das wichtigste Ereignis findet jedoch am Abend um 20:14 Uhr statt. Der aufsteigende Mondknoten trifft auf Merkur. Das könnte ein karmischer Moment für deine Lebensplanung sein. Gespräche, die du heute führst oder Ideen, die dir begegnen, können sich als wegweisend für deinen Seelenweg erweisen. Öffne dich bewusst für den Austausch. Zudem aktiviert die Sonne das Human Design Tor 30. Es geht um das forschende Feuer, die Lust auf neue Erfahrungen, aber auch auf die Gefahr, emotional auszubrennen, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Der Mond wechselt am späten Abend in den strukturierten Steinbock.
Der Freitag, der 13.2., ist ein astrologisch ruhiger Tag. Nach der Intensität des Donnerstags gönnt uns das Universum eine Pause. Mit dem Mond im Steinbock können wir die vielen Eindrücke der Woche sortieren und uns auf das Wesentliche fokussieren. Am Samstag, den 14.2., haben wir nicht nur Valentinstag, sondern einen bedeutenden planetaren Wechsel. Saturn wandert um 1:10 Uhr in den Widder. Das verändert die Qualität unserer Leistungsfähigkeit. Saturn im Widder verlangt nach Mut zur Eigenverantwortung. Es geht nicht mehr nur darum, Regeln zu befolgen, sondern Regeln ganz neu zu definieren. Wer ab jetzt Initiative zeigt, baut ein stabiles Fundament für die Zukunft. Der Sonntag, der 15.2., schließt die Woche intensiv ab. Der Mond wechselt morgens in den Wassermann, was den Freiheitsdrang weckt. Um 13:04 Uhr bildet Lilith ein Quadrat zu Venus. Hier trifft die wilde weibliche Urkraft auf das Harmoniebedürfnis. In der Liebe kann es jetzt um alles oder nichts gehen. Lilith duldet keine faulen Kompromisse. Vielleicht spürst du eine starke Anziehungskraft oder den Drang, aus einer mittelmäßigen Verbindung auszubrechen. Es ist eine Einladung, die Liebe in ihrer transformierenden Kraft anzunehmen und Masken fallen zu lassen. Und nachdem wir nun die kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten, denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben, lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Wir beginnen mit den kardinalen Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock. Eure Karte für diese Woche ist das Insekt. Das klingt im ersten Moment vielleicht ungewöhnlich, aber diese Karte trägt eine wunderbare Botschaft des Fleißes und der Gemeinschaft in sich. Gerade in einer Woche, in der die Gefühle hochkochen können, erinnert euch diese Karte an die Kraft der kleinen Schritte. Wie die Ameisen oder Bienen dürft ihr beständig an eurem Fundament bauen. Es geht nicht um den großen dramatischen Sprung, sondern um Hingabe an das, was vor euch liegt. Ihr baut jetzt an der Struktur, die eure Träume später tragen wird. Als Reflexionsfrage darfst du mitnehmen: Welcher kleine Schritt, den ich heute tue, dient meinem großen Ziel von morgen? Mein praktischer Tipp für dich ist: Erstelle dir diese Woche eine realistische To-Do-Liste und hake jeden Schritt bewusst ab. Das erdet dich. Zur Unterstützung auf energetischer Ebene wird dem roten Jaspis nachgesagt, dass er symbolisch für Ausdauer und Erdung stehen kann. Der Zitrin gilt traditionell als Stein, der die Lebensfreude bei der Arbeit unterstützen soll. Wenn du gerne mit Düften arbeitest, könnte der frische Duft von Zitrone dich dabei unterstützen, den Fokus zu halten. Auch Rosmarin wird traditionell eine konzentrationsfördernde Wirkung zugeschrieben. Als kleines Ritual könntest du dir jeden Morgen 3 klare Prioritäten setzen und dir am Abend für deren Erledigung ganz bewusst auf die Schulter klopfen. Werbung: Passende Produkte findest du wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zu den fixen Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Eure Karte ist die Frühlingssonne. Das ist eine wunderschöne Entsprechung zur Venus und den Fischen. Nach einer Zeit des Rückzugs kehrt die Wärme in euer Leben zurück. Ihr dürft euch zeigen und strahlen. Diese Karte lädt euch ein, die Schwere abzulegen und euch für die Leichtigkeit zu öffnen. Auch wenn Lilith vielleicht alte Themen in euch triggert, so habt ihr die Kraft, diese mit der Wärme eures Herzens zu transformieren. Es ist eine Zeit des Erwachens und der neuen Vitalität. Deine Reflexionsfrage lautet: Wo darf ich mein Herz wieder öffnen und mehr Wärme in mein Leben lassen? Mein praktischer Tipp für dich ist: Verbringe diese Woche so viel Zeit wie möglich im Tageslicht. Selbst wenn die Sonne nicht scheint, tanke die Helligkeit bewusst auf. Als begleitenden Stein wird dem Sonnenstein nachgesagt, dass er Optimismus und Licht symbolisieren kann. Der Rosenquarz gilt traditionell als Stein, der für Selbstliebe und Herzenswärme steht. Bei den ätherischen Ölen könnte Bergamotte dir helfen, symbolisch das innere Licht zu aktivieren. Auch Orange wird eine optimistische Qualität zugeschrieben. Ein passendes Ritual wäre es, dich morgens vor dem Spiegel zu stellen, dich anzulächeln und dir selbst ein Kompliment zu machen, um dein inneres Leuchten zu entfachen. Werbung: Die Links zu den Produkten findest du in der Beschreibung. Und schließlich schauen wir auf die flexiblen Zeichen Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische. Eure Karte ist der Wassermann. Das passt perfekt, denn es geht für euch in dieser Woche um Gleichgesinnte und Visionen. Mit dem Mondknoten, der auf Merkur trifft, seid ihr eingeladen, eure Ideen zu teilen. Ihr müsst den Weg nicht alleine gehen. Diese Karte ermutigt euch, Individualität zu leben und genau damit die passenden Menschen in euer Leben zu ziehen.
Es ist Zeit, über den Tellerrand zu schauen und euch zu vernetzen. Eure mögliche Andersartigkeit ist euer größtes Geschenk. Nimm als Reflexionsfrage mit wem kann ich meine Visionen teilen und wo finde ich Menschen, die auf derselben Wellenlänge liegen? Ein praktischer Tipp für dich: Suche diese Woche aktiv den Austausch, rufe einen Freund an, der dich inspiriert, oder besuche eine Gruppe, die deine Interessen teilt. Energetisch wird dem Fluorid nachgesagt, dass er geistige Klarheit und Freigeistigkeit symbolisieren kann. Der Aquamarin gilt traditionell als Stein, der für Weite und Kommunikation steht. Der frische Duft von Pfefferminze kann dich dabei symbolisch unterstützen, einen klaren Kopf für neue Ideen zu bekommen. Auch Eukalyptus wird traditionell mit Freiheit und Durchatmen assoziiert. Als Ritual könntest du ein Vision Board erstellen oder einfach deine wildesten Ideen in einem Journal festhalten, ohne sie zu bewerten. Werbung. Auch hier findest du die Empfehlungen in der Videobeschreibung. Fassen wir diese Woche noch einmal zusammen. Wir befinden uns in einem intensiven Spannungsfeld. Venus in Fische öffnet unsere Herzen für die bedingungslose Liebe, während Saturn im Widder uns zur Tat ruft. Lilith fordert uns auf, unsere eigene Wahrheit zu sprechen, auch wenn sie unbequem ist. Und die Verbindung von Merkur und den Mondknoten zeigt uns, dass unsere Gedanken und Gespräche jetzt direkten Einfluss auf unser Schicksal haben. Nutze diese Woche, um tief zu fühlen, aber auch, um mutig zu handeln. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gern meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Werbung. Alle Links zu den erwähnten Ressourcen oder den von mir verwendeten Produkten findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.